Dieses Mal habe ich vor, euch zwei Frühlingsdeko-Ideen im Glas zu zeigen. Und den Anfang macht jetzt hier dieses ganz große Glas. Das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 30 cm und der Durchmesser beträgt ca. 20 cm. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und meine Hyazinthen hier aus dem Topf befreien. Eine hatte ich schon für ein vorheriges Projekt hinausgenommen. Die Erde werde ich jetzt größtenteils mal abschuckeln. Da gehen jetzt auch ordentlich viele Wurzeln bei flöten, das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Aber jetzt wirklich nur die Erde so grob abschuckeln, nicht wie in dem Projekt davor. Da hatte ich die ja noch in Wasser gewaschen, das braucht man jetzt hierfür nicht machen. Aber macht euch keine Sorgen wegen der Wurzeln, die Hyazinthen, die packen das. Ist jetzt überhaupt kein Problem. Das räumen wir ja mal eben beiseite und dann wechsle ich auch mal die Perspektive für euch. Noch mehr Erde werde ich jetzt von den Hyazinthen nicht abschuckeln. Ja, und die beiden Hyazinthen werden jetzt mit Moos umwickelt werden. Ich mache das aber jetzt so, dass man auch noch einen Teil der Knolle nachher sehen kann. Ich persönlich finde, das sieht immer schöner aus. Und zum Befestigen braucht ihr aber jetzt wirklich keinen Bindedraht verwenden. Das wäre jetzt überflüssig bei diesem Projekt. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn hier Wurzeln unten, hervorschauen. Und dann platziere ich mal die erste Hyazinthe in meinem Glas. Das soll letzten Endes auch so eine Mischung aus Frühlings- und Winterdeko werden. So, nächste Hyazinthe ist am Start. Wenn euch die Wurzeln noch wie in meinem Fall gerade zu lang sein sollten, einfach mal einkürzen und auch wieder in den Plattenmoos einbetten. Das Plattenmoos, das stammt jetzt übrigens schon aus einem vorherigen Projekt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich abdekoriert hatte. Ich glaube, das war doch ein Tablett hatte ich vorhin abdekoriert. Man muss das Moos dann nicht immer gleich entsorgen, das ist dann völliger Quatsch. So. Okay, mal eben gucken, ob mir das jetzt soweit gefällt. Ich hatte erst überlegt, mit 3 Hyazinthen im Glas zu arbeiten, aber ich wollte hier nachher noch eine kleine Figur drin platzieren. Mal eben aufräumen, damit mein Glas nicht dreckig wird. Dann habe ich hier Bollenmoos, ist mit Sicherheit schon 2 Jahre alt. Wird jetzt auch hier mal vorsichtig in mein Glas eingearbeitet werden, aber die Unkräuter nehmen wir hier mal raus. Beim Bollenmoos müsst ihr leider vorsichtig arbeiten, das kann auch ganz gerne mal so auseinanderfallen. Im Prinzip wird das jetzt hier so eine kleine süße Landschaft. Irgendwie ist das auch wieder ein Wetter draußen, ich sag's euch. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber hier im Münsterland, es ist nur am Regnen. So, mal eben gucken. Ich achte jetzt auch darauf, dass man hier die unschönen Ränder, also hier vom Bollenmoos, nachher nicht mehr sehen kann. Eben schockieren, was? Justieren, so rum. Ein bisschen Plattenmoos. So, macht das doch jetzt schon mal einen ganz guten Eindruck. Aber Frühlingsdeko ist auch voll so meins. Ich habe da auch etliche Projekte im Kopf. Gut hier andrücken. Was ich jetzt gleich schon mal machen werde, ich werde das Ganze hier schon mal etwas angießen, damit das Moos auch lange frisch bleibt und die Hyazinthen auch im Laufe der Zeit mal Wasser aufnehmen können. Das hier kann jetzt mal weg. Und ja, dann hole ich mal die anderen Materialien hinzu. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie viel Wasser ich in mein Glas einfüllen werde. Das sollen so in etwa 2 bis 3 Schlückchen nachher werden oder sein. Und bevor ihr jetzt weiter dekoriert, das Glas sicherheitshalber nochmal von innen sauber machen, falls jetzt bei euch auch Wasser hier an den Glasrand gespritzt sein sollte. Das Wässern bringt aber auch den Vorteil mit sich, dass das Moos auch lange knackig grün bleibt. So, mal hier auseinanderzupfen. Zack. Ja, also bevor man jetzt hier weiter dekoriert, das wäre sonst ein bisschen blöde. Oder was heißt blöde, ne? Halt ärgerlich. Das hier kann noch beiseite. So, auf meinem Arbeitstisch befinden sich jetzt die Hülsen einer amerikanischen Eichel. So sehen die dann komplett aus. Dann habe ich hier Erlenzapfen. Frisch gesammelt, sind noch nicht zu 100% trocken. Und hier sind noch Bucheckern. Das wird jetzt mal als nächstes einfach nur hier so draufgelegt werden. Ne, so wie man es halt leiden mag. Die schmeißen wir mal rein. Das kann da ruhig so ein bisschen natürlicher nachher aussehen, als wenn das wirklich da drauf gefallen wäre vom Bäumchen. Bucheckern kann man hier auch so stellenweise in das Moos stecken. Die haben ja auch so einen kleinen Stiel. So, die ist ganz alt, da ist noch Heißkleber dran. Zack. Komm, die ganze können wir ja auch noch. Machen wir mal da. Aber ich denke, das sieht nachher ganz süß aus. Und jetzt habe ich mir noch überlegt, etwas Schneepulver zu verwenden. Und eine Sache, ja, darüber kann man jetzt streiten, ob man das mag oder halt nicht. Dieser Dekovogel, der ist schon in anderen Videos drin vorgekommen. Der hier sitzt auf so einer kleinen Himbeere.
Also das kann man jetzt machen mit dem Vogel, muss man aber wirklich nicht nachmachen. Ich persönlich, ich finde die so niedlich. Ich hatte jetzt an dem Vogel auch noch etwas Draht gesteckt, damit er mir hier nachher nicht umkippen kann. Alternativ könnt ihr aber auch genauso gut einen Zahnstocher dafür verwenden. So, dich drehen wir mal. Mal eben schauen, wie du am besten hier drauf stehst. Ja, Schneepulver ist am Start. Hatte ich auch von einem anderen Projekt abgebaut. Und dann streue ich mir das hier einfach mal so drüber. Ich darf jetzt nur nicht übertreiben, weil ich möchte ja mein Moos auch noch etwas erkennen können. Ich kann es auch immer Gas geben, ne, mit dem Schneepulver. Ne, mehr nicht. Dann auch wieder beiseite. So, dann habe ich hier eine Lichterkette mit Sternchen. Kann man auch ohne nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang die ist. Ich meine so 2 Meter. Ich wicke sie mal eben ab für euch. Ach schade, hier sind gar keine Batterien drin. Ich hatte gedacht, das hätte ich schon gemacht. Aber okay, Pinky vergisst ja auch mal was. Die müsste aber eigentlich eine Länge haben, so von 2 Metern. Ich meine, das waren 2 Meter. Ich habe die Verpackung jetzt nicht mehr von der Lichterkette. Das ist jetzt der Nachteil, wenn man da so Sternchen dran hat. Die verfrickelt so gerne. Also halt die Lichterkette. Und dann habe ich hier noch, wo ist er? Einen angesprühten Ast von einer Pfennigbuche. Hatte ich einfach mit weißer Sprühfarbe vorhin angesprüht. Wer jetzt wissen möchte, welche das war diese Sprühfarbe. Ich packe das aber auch in die Verlinkung in die Videobeschreibung, also welche Sprühfarbe ich immer für sowas verwende. Ja, und jetzt kann man sich mal Gedanken machen, ob man die Lichterkette schon mal direkt hier an dem Ast einarbeiten möchte oder in das Glas hineinlegt. Ich muss jetzt aber wirklich selber noch mal einen Moment überlegen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meine Lichterkette um den Ast drumherum zu wickeln. Ich plane das Ganze aber auch dann so, dass das Batteriefach nachher auch außerhalb von meinem Glas ist. Was man auch machen könnte, man versteckt das Batteriefach unterhalb vom Moos, aber dann solltet ihr lieber eine Lichterkette für den Außenbereich verwenden. Nicht, dass ihr dann im Laufe der Zeit irgendwie Schaden davon nimmt, wenn das halt permanent so ein bisschen, ich sag mal, feucht ist, ne, dieses Batteriefach. Da wäre ich an eurer Stelle immer etwas vorsichtig. So, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen wegen der Länge. Mal eben gucken. Ja, müsste eigentlich ausreichend sein. Batterien hätte ich mir eigentlich auch mal hinzuholen können, aber das mache ich jetzt gleich. Ich weiß nämlich, diese Lichterkette funktioniert definitiv. Mal eben schauen. Ein bisschen andrücken. Ja, ich drehe noch etwas. Ist auch nicht schlimm, wenn er jetzt vom Ast etwas abrieselt. Achtet allerdings auch darauf, dass die Hyazinthe hier natürlich noch irgendwie hinaus wachsen kann. Ne? Nicht, dass der Ast dann zu sehr im Weg ist. So, Vogel, bleibst du stehen? Ja, den Gefallen tut er mir. Nehmen wir noch ein bisschen was weg. Ich lege die dann so dahinter, ne, vom Glas. Ja, ich denke, mein Glas ist doch ganz niedlich geworden. Mir persönlich gefällt es auf jeden Fall schon mal. Und ich wollte euch noch was zu den Hyazinthen erzählen. Es gibt leider Menschen, die können den Duft der Hyazinthen überhaupt nicht gut vertragen. Mein Vater gehört zum Beispiel dazu, der muss dann permanent niesen. Wenn das jetzt bei euch auch der Fall sein sollte, dann würde ich die Hyazinthen zum Beispiel durch Krokusse, Schneeglöckchen oder Narzissen einfach austauschen. Ne? Sicher ist sicher, wenn ihr da auch drauf reagieren solltet. So, das kann jetzt mal nach hier hinten. Und dann holen wir hier mal das zweite Glas hinzu. Das hat jetzt eine Höhe von, kleinen Moment, ja, sagen wir mal 17 cm. Und der Durchmesser hier im oberen Bereich beträgt 15 cm. Die nächste Hyazinthe hatte ich jetzt schon aus ihrem Topf befreit. Habe auch ordentlich die Wurzeln eingekürzt. Und ich habe eine Sache vergessen, hinzuzuholen. Das sind hier kleine Kieselsteinchen. Die kommen jetzt mal auf den Glasboden. Ich finde das Geräusch immer so eklig. Dieses ich denke, ich fülle da mal ordentlich was ein an Kieselchen. Es soll auch relativ hoch werden. Was heißt relativ hoch? Also jetzt nicht bis hier oben hin, ne? Aber man soll die Kiesel nachher auch erkennen können am Glasboden. Von daher könnt ihr ruhig ein paar rein. Und da war irgendwie eine Nadel mit drin. Von irgendeiner Tanne. So, ihr könnt mal dahin und ihr kommt wieder in den Topf hinein. Plattenmoos ist jetzt auch wieder am Start. Hyazinthe auch. Aber mein Papa, der ist dann wirklich nur am Niesen. Ja, es liegt wahrscheinlich irgendwie am Duft, ne, dass das zu intensiv ist. Ist total schade, aber dann kommen die halt alle bei mir hinein. Ist auch egal. Ich glaube, Schneeglöckchen, die kann man jetzt auch schon erwerben. Forme ich mir hier auch mal so eine Art Kugel aus. Ich überlege gerade noch, ob ich dafür jetzt doch mal Bindedraht verwenden werde. Ach, den lassen wir hier dran, ne, diesen Ast von der Tanne. Eben gucken.
das jetzt schon alleine halten würde. Ja, ich nehme mal sicherheitshalber etwas Bindedraht hinzu. Die Farbe bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Der hat jetzt so einen lila Stich. Beim Bindedraht, da entscheide ich auch manchmal, ob ich den noch verwenden kann oder nicht. Der hier, der war auch aus irgendeinem Projekt mal. Ich weiß gar nicht mehr von welchem. Wicke das hier mal locker flockig fest. Mal einmal hier drunter. Ich versuche mir jetzt auch zu merken, wo der Anfang von meinem Draht ist. Es sei denn, ihr wollt den Draht jetzt, ich sag mal, volle Pulle nachher sehen, ne? Dann halt ganz viel drumherum wickeln. Aber ich mache das jetzt hier echt nur so grob. Drahtschere, wo bist du? Da bist du. Man merkt, sie ist alt. Schneidet nicht mehr zu 100%. Und verwurste jetzt Anfang und Ende vom Draht. Und Anfang und Ende stecken wir hier in das Moos hinein. Jetzt kann man das noch so ausformen. Auch mal ein bisschen rollen. Aber es muss jetzt hier wirklich nicht zu 100%. So, die ist schon mal am Start. Auch hier kann man ein bisschen Wasser einfüllen, weil die bildet im Laufe der Zeit auch wieder Wurzeln aus, die Hyazinthe. Da fällt mir noch was ein. Wenn die verblüht sind, die Hyazinthen, dann einfach in den Garten auspflanzen oder ihr setzt die in so einen Topf und wartet halt bis zum nächsten Jahr. Verblüht ist auch immer erst dann abschneiden, wenn das alles verwelkt ist, weil die zieht aus dem Verblühten die Energie, also die Knolle. Oder anders gesagt, die Energie der Blätter geht dann wieder in die Knolle. Boah, das ist kalt hier, ne? Total ungemütlich. Eukalyptus, Blätter, vorhin noch gesammelt. Ich würde die Blätter sowieso jetzt nicht komplett trocknen lassen, weil dann rieseln euch die kaputt. Und dann habe ich hier wieder so Erlenzapfen. Auch noch nicht ganz trocken, ne? Das hatte ich vorhin beim Gassigehen alles gesammelt. Wir hatten hier die vergangenen Tage ja, stürmische Zeiten. Und dann, als ich mit den Hunden halt los war, habe ich gedacht, komm, kannst mal mitnehmen. Ne? Die ganzen Straßen hier sind voll. So, der Eukalyptus, der soll dann so sich hier drumherum schmiegen, damit das Ganze auch nachher etwas mehr an Farbe erhält. Man hätte jetzt auch nur die Blätter und die Erlenzapfen einarbeiten können, aber dann wird mir ja, irgendwo ein bisschen zu düster oder etwas zu düster. Immer so nach Gefühl schichtweise einarbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Deswegen ist da auch etwas Wasser mit im Glas, damit auch der Eukalyptus lange noch frisch bleiben kann. Mit den Blättern weiß ich jetzt aber noch nicht zu 100%. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel einarbeite. Ich persönlich übertreibe auch immer total gerne. Das hier müssten, glaube ich, Buchenblätter sein. Ja, wie gesagt, so wie ihr das halt für gut haltet. Noch mehr werde ich jetzt an diesem Glas nicht dekorieren und letzten Endes sind auch nur 2 Buchenblätter mit eingearbeitet worden. Wo ich jetzt gerade überlege, ob wir das hier einfach mal hier so mit hinein machen, so ganz locker. Ja komm, das können wir jetzt auch noch so lassen. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für die beiden Projekte und ich packe da auch immer ein paar Links ein, wenn ich halt die Materialien online gekauft haben sollte. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!